Moin Moin und guten Morgen. Heute wird abgepumpt. Wir haben durch die geile Dieselpestnummer natürlich vorher nicht gewusst, vor der Abfahrt, dass wir Dieselpest haben. Da haben wir 80 Liter voll getankt und das muss jetzt alles raus, damit wir den Motor mal komplett durchreinigen und einen sauberen Start haben. Das heißt, wir müssen heute mal ganzen Diesel rausholen und dann machen wir direkt auch gleich das ganze Öl raus vom Motor, weil wir auch nicht wissen, wie alt es ist. Und dann gucken wir mal, wie das so aussieht, was so passiert. Eine seltene Aufnahme vom größten Handwerker aller Zeiten. Er ist in seinem natürlichen Habitat etwas scheu. Deswegen müssen wir verdeckt filmen. Das ist das Gerät. Marek hat natürlich auch schon eins parat gehabt und die dazugehörigen Kanister. Wir hoffen, dass es tatsächlich 80 Liter sind. Slowly. When it's getting hot, you can leave it for this will work all the time like this. You see? No, it's When you under pull, pressure. you have building up the pressure inside. So, und während Doro Öl abpumpt, sind wir schon am Zusammenbauen der Dieselpumpe. Die hat Marek selber gebaut, deswegen kann ich sie nicht ganz alles zeigen. Aber gleich fangen wir mal an. Also er hat jetzt den Schlauch von der Dieselpumpe an den Schlauch vom Dieseltank angeschlossen. Und es läuft gemächlich, aber so ist es auch besser. Da sind unsere kleinen Bakterien. What did I tell you? Don't film now. Erste voll. Zeit für das nächste. Jetzt sieht man auch die Farbe des Diesels. Zweites voll. Next. So, fertig. Mehr läuft nicht. Das heißt, Tank ist leer. Öl ist abgepumpt. Das sind etwa 3,5 Liter. Diesel- und Öltank leer. Equipment bereitgestellt zur Abholung. Und sogar jetzt endlich mal unsere 2 Flaschen aus, ich glaube, der Revolvo. Kommen jetzt auch endlich weg. Können wir sie endlich richtig entsorgen. Öl und Diesel leer. Jetzt müssen wir den Dieseltank mal aufmachen. Gucken, wie es da drin aussieht. Ein bisschen durchputzen und schauen, was da uns vielleicht Überraschungen erwarten. Soll ich runterkommen? Naja. So, Metallplatte ist jetzt ab. Jetzt noch das Gummi. Also, so wie das aussieht, muss es ersetzt werden. Aber sieht gar nicht so schlimm aus da drin, wie ich gedacht hätte. In die verborgenen Höhlen von der Nami. Alles Schweißnähte. Als nächstes haben wir die Dieselfilter ausgeschraubt. Die halten also raus. Die neuen mit Datum versehen, eingeschmiert und wieder eingesetzt. Auch ein sehr spannendes Werkzeug. Im Prinzip nur dazu da, um die Diesel oder die Filter abzuschrauben. Wieder in Mareks Werkstatt haben wir diesmal eine Abdichtungsmatte für unseren Dieseltank zurechtgeschnitten. If you don't move the line, then all is good.
dann mit Löchern für die Schrauben versehen. Und dann haben wir unsere eigene Dichtung jetzt gerade zusammen geschustert. Heute ist Marek wie ein Weihnachtsmann aufgetaucht und hat uns ganz viele Sachen mitgebracht. Wir hoffen, dass wir heute den Motor zusammen basteln und dann tatsächlich heute starten können. Mal schauen, wie weit wir kommen. Denn das Wetter ist so ein bisschen ausschlaggebend und auch, ob wir alle Teile noch heute kriegen, die wir brauchen. So, Marek hat festgestellt, da wir ja nur einen einzigen Motorschlüssel haben, wäre es doof, wenn wir den verlieren. Das haben wir zwar auch irgendwann festgestellt, aber irgendwann natürlich gesund verdrängt und vergessen. So, jetzt sind wir mal kurz zum Schlüsselmacher gesprungen und tada, neuer Schlüssel. Und der hat uns, ich glaube, umgerechnet 7 Euro gekostet, was ich glaube mal ein Schnäppchen war. So, wir füllen jetzt mal unseren Tank wieder auf mit diesem netten Ding. Dieselspülung, da werden wir den Motor starten. Direktbetankung. 90 Treff. Ich hoffe. Wenigstens auf Video. Kindersicherung. Drücken. Damit ist bewiesen, sie ist noch minderjährig. Du musst hier in der Mitte drücken. Ich habe gedrückt. Oh nein, ich bin auch minderjährig. Oh. Ich bin doch nicht minderjährig. Neue Abdichtung ist drauf. Schrauben jetzt auch mit ein bisschen Silikon. Wir sehen, damit es dichter ist. Es wird zugemacht. Die 10 Liter vom Kanister sind noch reingefüllt worden. Und dann können wir auch den Motor testen. Probe starten. So, wir sind uns leider nicht sicher, ob der Diesel ausreicht im Tank, damit beim Ansaugen keine Luft mit angesaugt wird. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg gegenüber die Tankstelle nochmal einen Kanister aufzufüllen, denn sicher ist sicher. Hier gibt es Selbstbedienungsautomaten. Das ist gar keine so richtige Tankstelle, sondern so eine Selbstbedienungstankstelle. Naja, muss ich jetzt selber füllen. Ich habe jetzt 3 Minuten Zeit, wo ansonsten mein Guthaben flöten geht, was ich aufgeladen habe. Tja, ich habe 60 Slotti bezahlt. Aber ich durfte nur für 59,84 tanken. Gleichzeitig sind wir in den letzten Zügen für den Motor, für die Motorwartung, für alles, was den Motor betrifft. Marek ist auch blöderweise noch einen Tag hier. Das heißt, wäre natürlich am besten, wenn wir es heute noch hinkriegen, weil wir sonst 2 Wochen noch mal warten müssen mit allem. Ja, dann schauen wir mal, dass wir den Motor zum Laufen kriegen. Das wäre schon ein Riesenschritt. Falls dir unser Video bisher gefallen hat, lass gerne ein Like da. Das würde uns sehr helfen. Vielen Dank. 5 seconds. So wieder alles vom Motor zusammengebaut. Jetzt hieß es testen. 3, 4, 5. Und beim ersten Mal hat es nicht so wirklich funktioniert. Okay, we have a leak. Time.
Auch ein paar weitere Male haben wir es versucht. 4, 3, 2, 1. Doch dann die Überraschung. I stopped. Stop. I stopped. Ja. Ich mach. Motor läuft. Wasserhahn war nicht offen. Ist so, wenn man länger schon nicht mehr den Motor gestartet hat und keinen Plan mehr hat. Another try. Directly trying. Wasser kommt raus. Motor läuft wieder. Wir haben es geschafft. Und rausgestellt hat sich auch noch, dass das Piepsen, was immer, wenn wir den Motor ausgemacht haben, gemacht hat, nicht normal ist. Naja, zum Glück sind wir dann doch in Polen gestrandet. Da geht unser Held. Ihm haben wir zu verdanken einiges. Weiter mit dem Ausmisten. Jetzt ist es ein bisschen kalt geworden, deswegen musste ich mich ein bisschen dicker einpacken. Zum Glück habe ich noch die Winterjacke mitgenommen. Die bisherigen Sachen, die wir aufbrauchen können. Die Sachen, die noch entschieden werden. Und die Sachen, die auf jeden Fall schon mal weggestaut werden. Intime Einblicke in die Gewürze von Nami Sailing. Und da die Aussortiererin. Matcha! So sieht der ganze Spaß aus. Zum Glück haben wir uns so Behälter geholt, wo man die Luft rauslassen kann. Ist ein bisschen einerseits die Kleidung geschützt. Zwar ist es jetzt nicht nötig, aber wir wussten nicht, ob es nicht im Boot bleibt. Auf der anderen Seite macht es natürlich das alles schön kompakter. Ja, ansonsten haben wir halt noch Bücher jetzt mal rausgeholt. Das ist leider ein bisschen nass. Müssen wir also wieder schauen, woran es liegt. Ach und. Mann, ist doch der größte Scheiß. Und wir haben die Kartons erst ins Boot geschafft. Unser ganzes Zeug. Jetzt müssen wir schon wieder rausmachen und dann in einem halben Jahr schon wieder rein. Mann. So sind doch ein bisschen mehr Sachen geworden, als wir gedacht haben. Aber dank der Verwandtschaft haben wir einen Raum bekommen. So wird es jetzt halt überwintern. Nami Sailing on Tour. Wir sind ja immerhin ein Reiseblog und nicht nur hier ein Segelblog. Deswegen zeigen wir euch, wie wir jetzt Pilze sammeln. Da. Gerade sind wir in einem kleinen neuen Fichtenwaldstück. Gehen jetzt aber dahin, wo die ganz großen Bäume sind. So, bist mal eine bisherige Ausbeute. Doros bisherige Ausbeute. Onkels Ausbeute. Sieht man schon, der Eimer ist komplett voll. Teilweise versinkt man in den Boden. Ja, ich weiß, ich habe nicht das richtige Schuhwerk. Man muss auch sagen, dass wir absolut gar keine Ahnung von Pilzen haben. Deswegen hat uns Onkel mitgenommen, damit er uns zeigt, welche Pilze wir pflücken können. Ansonsten würden wir einfach den Wald leer räumen. Mein Schatz hat einen Pilz gefunden. Vorsichtig abschneiden, gucken, sauber machen. Bisschen angefressen. Bisschen aber kann man angefressen. wegschneiden. Guck mal stolz. So, worauf man auch im Wald achten muss, ist, dass man sich nicht verliert, weil wir haben jetzt Onkel verloren. Keine Ahnung, wo der ist. Shit. So, wir nähern uns langsam wieder unserer Base. Zurück zum Ursprung. So sieht der Eimer eines Amateurs aus und so sieht der Eimer eines Profis aus. Komplett voll.
Czy tu masz? Das hat die Konkurrenz aufgenommen. Kurde, Tante, nie chcę jej połamać. die teuersten Supermarktpilze. Proszę. Ist jetzt richtig gemacht. No masz cesarską. So sehen die Pilze verarbeitet aus, falls es jemals mal jemand fragt. Und so endet unser kleines Pilzabenteuer. Zurück zu dir, Segel Dennis. So, wir sind jetzt gefühlt nach einer Woche wieder mal im Boot. Das Wetter hat sich schlagartig verschlechtert in Polen. Es ist jetzt auf einmal Winter geworden. Letzte Woche hatten wir noch gute 20 Grad, jetzt sind es 5. Dementsprechend hat man auch, was jetzt mir widerfahren ist, ich bin jetzt erkältet. Das heißt, ich lag auch erstmal 3 Tage flach. Jetzt hat sich Doro angesteckt. Da geht es jetzt auch zunehmend beschissen. Zu all dem kommt auch noch die psychische Belastung, dass wir jetzt das Boot leer räumen müssen. Also im Prinzip alles, was wir reingeschafft haben vor 3 Monaten, müssen wir wieder rausholen, damit wir dann die Gedanken haben, dass wir in einem knappen halben Jahr wieder alles aufs Boot machen müssen. Und dass uns noch es zu gut geht. Wir haben unseren Schlüssel verloren. Ist natürlich jetzt auch nochmal mit etwas Kosten verbunden und Aufwand und ja, unnötig Stress, was wir jetzt tatsächlich gern vermeiden würden. Aber naja, wenn eins schief läuft, irgendwas mit Murphy's Law und was weiß ich was.